Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir ja die Begräbnis unserer Schwester gehabt. Beziehungsweise sind da so quasi bei gewohnt. Und ja, Jennifer wird immer noch von der Schuld geplagt, dass sie getötet hat. Sie hat gesagt, zuerst Beistand bei der Kirche. Ja, wir wissen ja, dass das nicht so ein guter Plan ist. Da haben wir hier schon ein bisschen was drüber gelesen, glaube ich. Beziehungsweise in einem der Briefe, die wir gefunden haben. Wo wir auch noch ein paar hätten, die noch zu sind. Hier muss ich mir auch anschauen. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ich denke, das ist relativ versöhnlich. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She has been laid to rest. That's all you need to know. I see. And how are you feeling, my son? I wish I could forget all this. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Okay. Okay, die letzte Antwort wollte ich nicht so. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Bei der letzten Antwort hätte ich mir eigentlich gedacht, dass da was anders rauskommt.
Gerade schauen. Hier ist doch auch noch ein Weg nach hinten. Ist von hier offen? Nö. Okay. Dann könnte ich das echt direkt abgeben. Jetzt irgendwas mit dem Fahrer hier vorne sprechen. Das der andere nicht mehr ist. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. Hatten wir das nicht schon mal? Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Ja. Alles im Namen des Herrn oder so. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Ja, okay, muss man nicht verstehen. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you Oder die see? andere Frage. I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Good evening, Ah, nicht Mr. ganz. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Ja, das sind Samuel I have nicht had so. enough for tonight. Goodbye. Okay. Hatten wir das auch erledigt.
Die haben ja eigentlich eh schon gerettet. War ja am Friedhof direkt. Das war das mit dem Brief. Da müssen wir noch zur Apotheke an Loks. Und das war das mit der Kiste. Ich meine, wir haben hier noch 1, 2 Briefe. Dann könnten wir mal durchgehen, vielleicht kriegen wir da noch Hinweise raus. Da steht noch ein Brief. Mein Liebster, ich konnte endlich das Geld für die Tür auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Der Gegenstand steht an erster Stelle. Das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. Und die Liebe, Nikolai. Okay. Hatten wir das schon mal? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nicht. Das hatten wir auch noch nicht. Birmingham, 27. Oktober. Hallo Schwesterchen. Mir läuft es in der großen Stadt. Hier in Birmingham ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. In der Nachbarschaft gibt es viele neue Erkrankte. Erinnerst du dich noch an Michelle? Diese fiese alte Schnapsdrossel aus dem 2. Stock? Sie ist vor 2 Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, dann müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in dem Bett schlafen würde, wenn erst vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mir mit der Beantwortung des letzten Briefs Zeit gelassen habe. Weil der kleine Paul, Mama und Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich derart auf Trab halten, finde ich kaum Zeit, meine lieben Linksschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an seine Tantchen Pipe ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Er treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Noah sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du die nächsten Male nach Hause kommst. Im letzten Brief schreibst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, das solltest du dir besser zweimal überlegen, weil in der Fabrik gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen und es ist so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Oh, ich habe einen neuen Freund. Oh nein, ich habe keine Schlampe, du Moralapostin. Ich bin keine so. Wenn du also wirklich hinschmeißt und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen tot zu zählen, sollst du vielleicht besser in London bleiben und diese Gruppe beitreten, Mensch, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Ryzen oder so. Wir haben noch nie von denen gehört. Aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, die etwas verändern will, ist vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat mein armer Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat zu viel
Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, komm so schnell wie möglich mal wieder her und halt mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Herzliche Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Ja, das hatten wir schon. Die Nachricht hatten wir auch schon. Und Econs hatten wir auch schon. Der Totenschein kennen wir auch schon. Hatten wir auch schon. Da ist eine andere Patientenakte. Da ist Altrot männlich, Alter 28, Behandlung von Dr. Zippets, Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung: Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss starker Beruhigungsmittel versucht ihm die Wunden laut eigener Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagte er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinen Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschäden sein? Der Patient gibt sich unterwegs selbst die Schuld an seiner Stellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldensyndrom? An Phantomschmerzen, der sich als Phantomschmerzen, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat. Kann schon sein. Den Gutschein hatten wir schon. Die Notiz hatten wir auch schon. Bericht über Pembroke. Das waren die Vampyr-Aktivitäten. Das hatten wir auch schon. Den Brief hatten wir auch schon. Das war die nächste Absage. Gefalteter Brief. Hatten wir ihn auch schon. Ja. Das war der Abschiedsbrief von Mortimer. Ich glaube, dann haben wir eigentlich schon alles. Ah, das hat uns wieder einen Hinweis gegeben auf Piper Hawks oder Hawkins, Thomas Eldwood und natürlich den dritten, den ich gerade vergessen habe. Zu schnell. Milton, genau. Milton Hooks. So. Die haben jetzt auch noch mal ein paar Antworten gekriegt. Das heißt, Milton Hooks ist vollständig. Bei Hawkins fehlt noch eine Information. Und Thomas Eldwood haben wir jetzt die erste Information. Ja, für die Bandstufe, da habe ich auch eine Frage leider vergeigt. Mortimer fehlt mir noch irgendeine Information. Bei Clay Cox fehlt mir auch noch eine Information. So, über Halbfittig. Ja, zu Swansea hatten wir bisher noch gar keine Informationen. Bin ich ein bisschen komisch. Okay, das soll es so sein. Gut. Wir sollen ja eigentlich wieder zurück zum Krankenhaus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das eigentlich ist, beziehungsweise wo wir ihn finden.
Ich weiß, wir sollten uns mal ausruhen und die fast 5000 Erfahrungen vielleicht ausgeben. Die, vermin! I shall fear no evil! Ja, ich möchte eigentlich nur bei euch vorbei. Und zwar direkt in den nächsten Livestream. Am nächsten Livestream, weil ich einfach gerade ein bisschen zu schnell hier durchlaufe. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Okay, wer auch immer das ist. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Ja, ist eine gute Frage, warum nicht? You selected me, chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ja, also... I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Mehr in Rätseln kann man auch nicht So sprechen. the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Ja, so viel auch, dass Swansea da irgendwie helfen kann. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja, wir haben noch eine persönliche Frage. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Ja. Sollte allerdings trotzdem nicht. Leute sich sowieso nicht zum Ausnehmen. Goodbye, Milton. Zahlt sich meistens nicht aus. Was ist hier passiert? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room.
Okay, das hat wenigstens den letzten Hinweis für sie gegeben. Waren auch meine zwei Antworten relativ ähnlich. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Okay, mit den Antworten fange ich mir gerade eher weniger ran. Ich gehe jetzt aber mit dem Zynismus. In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Sie hat natürlich Brandstufe Goodbye, dabei. Nurse Hawkins. So, gehen wir mal der Blutspur nach. Kommt aus dem Zimmer. Ich nehme mal an, da hat sich wer gewehrt. Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? Goodbye, my lady. Okay. Until we meet again. So, hier ist die Leiche. Ja, mit dir sollten wir auch noch mal reden. Ah, na gut. Bevor wir das machen, will ich trotzdem den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das sollte, könnt ihr euch gerne nach Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder.